Jetzt ist mir gerade die Kamera runtergefallen. Ist ziemlich demoliert jetzt am Gehäuse. Mal schauen, ob sie das technisch überlebt hat. Wir sind wieder da, wo wir bei der letzten Tour waren, am SC Germania. Und geht heute wieder in dieselbe Richtung. Allerdings fahren wir von West nach Ost Richtung Allenstegen. Das soll wohl ja, für die Leute sein, die aus Fürth kommen, ja, als Alternative zum Wiesengrund, weil man könnte jetzt auch komplett durch den Wiesengrund fahren. Das wird die nächste Route sein, die letzte, die Nummer 15 von Nürnberg nach Fürth über den Wiesengrund. Aber die Route hier haben sie sich überlegt, dass ich da vorne hätte rechts abbiegen sollen. Geht schon wieder los hier. Warum denn hier rechts? Weil wir fahren heute nördlich der Stadt nach Allenstegen. Ich habe es nur grob ein bisschen überflogen. Es geht wohl irgendwo da bei der Kiegernstraße entlang. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier rüber. Hier ist ja überall Baustelle in Schneekling. Das ganze Fuchsloch ist gesperrt. Unfassbar. Hier auch. Wo soll ich jetzt hier lang? Was nur? Fahren wir hier lang. Hier, wo die Fußgänger sind. Da ist auch ein Schild für Fußgänger. Bleiben mal verstehen hier. So, und zwar müssen wir hier den kleinen Schleichweg, Wahler Straße. Machen wir hier rein. Mensch, das ärgert mich jetzt. Ach gut, die war zwar gesponsert von Insta, hat mich nichts gekostet, aber trotzdem, das tut weh. Wenn dir die Kamera runterfällt, die ist so richtig wie so ein Ping-Pong-Ball auf der Straße. Wie so ein Würfel ist die da entlang gerollert. Oh, jede Umdrehung hat wehgetan. Jetzt hat die halt überall Macken. Aber die Linse scheint okay zu sein. Ich bin mal gespannt, ob sie richtig aufnimmt. Ich werde sie jetzt dann gleich nochmal abnehmen und gucken. Machen wir gleich, weil sonst fahre ich hier eine halbe Stunde und merke dann, dass die Aufnahme nichts war. Sorry for that, but das ist eigentlich. Aber das war, ja, nimmt auf, 2 Minuten 40 drin. Die war nicht richtig hier in der Magnethalterung anscheinend verankert. Das sind 2 so Nasen, anscheinend war nur eine arretiert. Und ich drücke auf den Auslöseknopf und das Ding fällt mir runter und kullert neben mir am Fahrrad entlang. Was für ein Mist, ey. Ach ja. Und das am Karfreitag. So, da gehen sie jetzt alle hier mit ihren Autos zum Fischessen. Karpfen. Wir sind darüber, da kommen schon, kommen schon die Kollegen. Die haben eine anständige Tour gemacht. Was mache ich? Ich fahre irgendwelche Radrouten ab. Meine Herren, bin ich tief gesunken. Aber gut, das muss festgehalten werden, um zu zeigen, wie gut oder wie schlecht die Wege sind. Also wie gesagt, wir fahren nördlich der Stadt auf die andere Seite, nach Osten Allenstegen. So wie die, Gott, was war das für eine Route, wo man auch mal über Allenstegen, ach Gott, was war es, ja doch, Allenstegen zur Endhaltestelle sind. Da an der Sternwarte da vorbei. Über Schoppershof. Aber wir fahren anders. Aber ich weiß noch nicht wie. Jedenfalls kommen wir jetzt hier nach Wetzendorf. Und da geht es schon mal rechts. Das ist schon mal ein guter Weg. Weil hier ist nichts los. Heute am Karfreitag eh nicht. Aber hier ist so der Weg, der ist eigentlich angenehm zu fahren. Schöner Ausfallweg, wenn man von Fürth kommt und man in Richtung Osten möchte, kann man hier eigentlich ziemlich gut entlangfahren. Hier ist kein Verkehr, wenig, fast gar nicht. Oh Mann, fliegt mir das Teil runter.
Moment, das ist mir mit der GoPro auch schon passiert. Die hatte allerdings dann einen Treffer. Die hat dann irgendwie beim Akku, hier müssen wir links, ach, das ist doch hier wieder diese Schotterstrecke da. Naja gut, die ist nicht lang. Da hat dann der Akku einen Treffer weg gehabt, beziehungsweise kein Akku ging mehr richtig. Die hat dann so bei 40%, hat die einfach abgeschaltet in der Aufnahme. Also konnte es nie nach der Akkuanzeige mehr gehen. Sehr ärgerlich, weil die habe ich selber bezahlt. Ach ja. So, hier so ein bisschen Gravel-Abschnitt, aber nicht lang. Das ist bloß so ein Zubringer hier. Man hätte jetzt auch eine weiterfahren können und links. Wären wir jetzt hier die Straße da entlang gekommen, aber naja. Egal, jetzt fahren wir hier lang. Slalom um die Schlaglöcher. Dann haben wir es geschafft. Ja, da kommt man dann da hinten wahrscheinlich in Thon raus. Da wollen sie wohl hin. Vorchheimer Straße. Das Neubaugebiet, wo früher auch die Endhaltestelle war der Linienbusse. Und irgendein Sportplatz da auf der rechten Seite dann. Also prinzipiell ist die Route hier schon mal okay bis jetzt. Was ist hier? Waren das Scherben oder Blüten? Konnten wir jetzt nicht definieren. Ja, hier der Sportplatz. Da vorne ist schon das Gebäude vom Müller Verlag war das mal, der Telefonbuchverlag. Gibt es den eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Wer hat denn heutzutage noch Telefonbücher? Gibt es wahrscheinlich nur noch online. Ich schätze mal, die werden auch auf das Online-Business umgeswitcht haben. Ich habe ja mal für so einen Telefonbuchverlag gearbeitet. Der Krick Verlag. Ich glaube in Würzburg waren die. Wir haben hier auch ein paar Telefonbücher vertrieben. Hier, Dietenhofen da draußen, so die Ecke. Als Medienberater bist du da selbstständig unterwegs gewesen. Auf Provisionsbasis. Aber standst immer unter Druck bei denen. Leistung, Leistung, Leistung. Die wollten immer Aufträge sehen. War das Gebiet zu 80% nicht abbehandelt, hast du kein neues Gebiet bekommen. 7% Neukunden musstest du ran schaffen. Tja, übernachten auf eigene Kosten, wenn es weiter weg war. Ich war auch in Frankfurt, da oben, Hofheim, Taunus, hatte ja auch ein Gebiet. Ja, war guter Verdienst, aber auch, naja, anstrengend nicht, aber belastend, sagen wir mal so. Egal, heute sind wir lockerer unterwegs. Vergangenheit ist Vergangenheit. So, jetzt sind wir hier in der Vorchheimer, so ist es. Da vorne kommt dann die Erlanger Straße. Da fahren wir wohl kurz drüber und dann links, dann denke ich mal, geht es da so hinter der Aral-Tankstelle lang. Ja, hier haben sie auch voll neu hergebaut. Wahnsinn, ey. Der Ebel ist hier riesengroß drin. Habe ich mich auch noch nie so richtig rumgetrieben, seitdem die das neu gebaut haben. Schaut aus wie irgendwo, keine Ahnung, in Manila oder Bangkok oder Hongkong. Das ist der Müller Verlag, das alte Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist, keine Ahnung. Sieht immer so leer aus. So, hier rein in die Kilian. Passt der Kamerawinkel? Ich muss ihn noch mal kurz drehen, nach oben. Auf jeden Fall hier links, hier die äußere Bucherstraße. Hinter der Aral. Und hier wieder rechts wahrscheinlich. So ist es. Ich glaube, der ist ein bisschen zu tief. Moment, ich muss mal kurz an der Kamera rumfummeln.
lässt sich aber schon gar nicht verstellen hier. Jetzt den Drehmechanismus etwas lösen. Ich glaube, die hat jetzt irgendwie sich verstellt. Wir fahren mal kurz weiter. Ich justiere das in der Zwischenzeit. Naja, ich denke, das passt so, oder? Ja, die langen Handschuhe heute. Ist gar nicht so warm. Es geht, aber es ist nicht dieses Frühlingswetter, auf das wir sehnsüchtig warten, aber welches nicht kommen will. Es quietscht meine Kette immer noch. Freunde der quietschenden Kette. Was kann denn das sein? Die Kette habe ich eingesprüht, die Leitröllchen habe ich eingesprüht. Und trotzdem hört man immer wieder so ein Zwitschern. So, hier fahren wir geradeaus, da geht es dann zum Marienpark. Park, nicht Bad. Ja? Habe ich schon richtig gesagt. Marienpark. Mir gefällt der Winkel noch nicht. Jetzt, oder? Das ist besser. Ja, die vorletzte Route ist es jetzt. Dann kommt noch eine, dann haben wir es geschafft. Vor allem ich. So langsam bin ich dem Ganzen überdrüssig geworden. Die ganzen komischen Routen hier abfahren. Gut, die eine oder andere Erkenntnis war dabei, aber das sind vielleicht 2%. Ja, sind doch einige unterwegs heute. Family-Ausflug. So, hier links. Ja, das ist neu hier. Also hier diese Bepinselung. Kann mich nicht erinnern, dass die schon vor 2 Jahren oder so war. Ich glaube, da war auch mal Baustelle. Kann sein, dass sie das neu gemacht haben. Jawohl, dann geht es hier durch den Marienpark. Ja, hier haben wir wieder Anbauflächen. Also am Stadtrand hier von Nürnberg. Und dann hier durch den wunderschönen Park, in dem man ja auch im Winter langlaufen kann. Hier gibt es Loipen. So, E-Roller von rechts, von links. Und überall. Ja, wunderschön, ha? Eine Oase der Ruhe. Wie die mal alle mit ihren überdimensional großen Kopfhörern jetzt rumrennen und laufen. Das gab es doch mal in den 80ern oder so. Da hat man so riesen Klopper mal auf dem Kopf gehabt. Dann ging der Trend zu ganz kleinen, so diese Ohrstöpsel. Und jetzt rennen sie wieder so rum. Also die Trends, die kommen und gehen. Ne? Das ist, also wenn man dann doch ein bisschen älter ist, ein paar Jahre auf dem Buckel hat und das so beobachtet, das ist schon lustig. Für die ist das der neueste Schrei wahrscheinlich. Aber die haben das alle schon mal gesehen und wundern uns, dass die Sachen verschwinden und dann wiederkommen. Na, nicht wundern, aber beobachten das halt. Mit einem schmunzelnden Auge, genauso wie hier die schönen Blumen. Schau mal her. Ein Hauch von Frühling. Haben sie hier Blümchen hergepflanzt oder wie? Aber hier nochmal. Ja, wunderprächtig. So nice. Ja, ist schon schön, ne? Könnte ruhig größer sein und länger und weiter. Vielleicht ein bisschen weniger los. Aber heute geht's. Obwohl heute ist ja Feiertag, aber es ist verhältnismäßig wenig los. Die werden dann alle nach dem Mittagessen, da haben wir auch schon, wir haben ja schon Nachmittag. Ja, wo sind sie denn alle?
sind wenig Leute hier unterwegs. Ja, hier geht es dann Richtung Norden immer, wenn man nach Kalchreuth will. Hier wird Fußball gespielt oder sich ein bisschen in die Wiese geflackt und gegrillt. Ja, unsere anatolischen Mitbürger immer fleißig am Grillen, irgendwelche Lämmer und was weiß ich. So, wir fahren geradeaus. Rechts ist die Marienbergstraße, also da kommen wir zumindest hin. Hier ist auch so ein Buck hier, so ein Hubbel, da kann man ja, auch mit dem Gravelbike hoch. Und hier muss man Slalom fahren. Gefährlich. Hier immer Acht geben, ob die anderen auch Acht geben. So, dann sind wir schon durch. Ja, sag mal, verändert sich das immer wieder, oder? Der Winkel hier. Bin noch nicht so ganz zufrieden. Mir kommt es vor, als ob der ein bisschen nach unten filmt. Ich hoffe nicht. So, raus aus dem Park. Leute, lasst mich das nochmal checken, ob die aufnimmt, weil ich traue dem Ganzen nicht. Das war schon ein heftiger Rumser. Das war schon kriminell, wie die da rumgekullert ist auf dem Asphalt. Aber nimmt noch auf. Gut. Ja, die war nicht richtig in der Magnethalterung. So. Nochmal justiert. Sorry. Und schon geht's weiter. Aber Technik muss passen. Aber sonst können wir das alles in die Tonne kloppen hier. Mikro nimmt auf. Es geht wahrscheinlich hier rein. In den Fußweg. Da kommen wir jetzt nach Ziegelstein, doch, Ziegelstein, na klar. Ziegelstein. Lastenrad voraus. Mit Kind inside. Ah ne, falsch. Warum? Wo hätte ich jetzt lang sollte? Hier rechts irgendwo? Ist doch auch nicht der normale Weg, den man sonst fährt. Also nochmal zurück. Hätte hier irgendwie rein sollen. Das ist doch, verkehrsflusstechnisch ist es doch ein Unsinn. Dann fährt er einfach hier weiter, kommt nur da vorne raus. Ja, eigentlich soll hier rein und dann jetzt parallel fahren. Okay, wir machen das so. Stadt Nürnberg hat es befohlen. Hier durch. Auf die Glascontainer zu. Und nun sind wir hier vor auf die äußere Bayreuther und wahrscheinlich durch Schafhof, vermute ich. Vermute ich stark. Wir sind hier geradeaus drüber. Über die äußere Bayreuther. Da rein, da bin ich auch noch nie rein. Da kommt man halt dann in die, ja, ist jetzt die Kieselhof? Nee, das ist die Straße da vorne, wo die ehemalige Resi war. Die Disco, Kressengarten. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls hier ist angeschrieben, Mögeldorf, Ellenstegen, da drüben an dem Mast. Und passt die Richtung. Ja, und auch geht's links. Ein Schild steht da, Nordostpark, Hannhütte. Da geht ein Radweg hier entlang des Gehsteigs, Bürgersteigs. So, hier war nichts zum Drücken, oder? Nee. Ich habe heute die lange Hose an, die Winterhose wieder. Armlinge, Trikot und Weste. Und Herbsthandschuhe. Aber ich habe dem Wetter nicht so ganz getraut. Bei der letzten Tour war es irgendwie mir dann doch ein Ticken zu frisch. Auch nicht so
dass ich jetzt gefroren hätte, aber es hätte ein bisschen wärmer sein können. Also habe ich gedacht, komm, ziehst du die langen Boxen an. Naja. Bessemer Straße, was erzähle ich denn? Bessemer Straße. Nix Kressengarten und Kieselstein und whatever. Ja, da kommt man jetzt nach Schafhof, oder? Ja, da sind wir ja dann schon fast in Allenstegen. Da geht es dann rechts rum, dann diese S-Kurve, dann kommt man zu der, ja, irgendwas mit K war das, die andere Straße, die dann nach Allenstegen führt. Ach, ich weiß es nicht. Hier rechts, da war das Schild an dem Mast. Hier durch, da stand Megeldorf und Allenstegen. Interessant. Kieslingstraße, war das die Kieslingstraße in Allenstegen? Aha, was ist das hier? Ist das jetzt ein Radweg oder was ist das? Sieht sehr neu aus, hört hier schon wieder auf. Okay, ja, wir haben es gefahren. Vielleicht war es ein Strava-Segment. Ah ne, ich hätte rechts gesollt. Bin wieder abgelenkt gewesen. Hier, warte, hier rein. Was ist das für eine Straße hier? Echt, geht's da weiter? Tatsächlich. Was ist das denn für ein Schleichweg? Also das ist jetzt wieder was Neues, wieder was gelernt. Die Stadt Nürnberg lehrt mir dann doch neue Wege. Krass, wo bin ich denn hier? Das sieht ja aus hier. Eieiei. Er ist zugeschmiert hier, zugemüllt. Oh yeah. Nice. Aha. Ich kenne ja auch nicht hier den Weg. Oh je, hier zickzack über die Gleise. Boah, was ist das denn hier? Schau das mal an hier. Das erinnert mich ein bisschen so an Kopenhagen in dem Christensenviertel oder wie das heißt, wo die ganzen Hippies und Jointraucher wohnen. Da ist auch alles vollgeschmiert und Musiker und aber ganz unfreundliche Atmosphäre, ganz schlechter Vibe dort. Überall no Foto, no Filming und wehe, du hast mal irgendwie die Kamera ausgepackt. Da haben sie gleich gemotzt, aber nicht nur gemotzt, die haben dich richtig angeschissen. Aber mit so richtig derber Wortwahl. Also hier, ne, ich, deine Mutter und so und also Sachen. Also das war keine freundliche Gegend dort, aber es ist eine Touristenecke, wo viele Touristen durchlaufen, weil es halt so skurril ist. Aber der Gegenwind dort ist schon heftig. Ganz komische Typen dort. Naja, in Berlin sieht es teilweise auch nicht anders aus. Klingenhofstraße heißt es, oder? Hier die Straße. Weil hier Klingenwald, Schrebergärten steht. Also den Weg bin ich definitiv noch nicht gefahren. Abkürzung hier in die Klingenhofstraße. Kieslingstraße. Meine Herren, was ist denn los heute mit mir? Die Kamera hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Wir müssen geradeaus. Aber der Ödenberger Weg jetzt hier, oder? Dass ich wenigstens irgendwas richtig hier benenne. Nee, auch nicht. Dresdner Straße. Thumenberger Weg. Ist das die Ödenberger? Meine Herren. Super Ortskenntnis, Frankenbetterler. Gegend kenne ich, aber die Straßennamen nicht. So, wir müssen hier hoch, aber ich bin auf der falschen Seite. Das heißt, ich fahre mal hier rüber. Ampeln sind alle ausgeschaltet. Also gut.
Das ist die Ödenberger Straße hier rechts. Das ist der Thumenberger Weg. Da sollen wir hoch. Ja, da kommen wir dann wahrscheinlich wieder auf die besagte Route, die wir bei der anderen Tour gefahren sind. An der Steinplatte da vorbei. Vermute ich jetzt mal. Ja, ich sehe schon, es geht links irgendwo da vorne. Hier noch nicht. Die nächste links. Steinplattenweg. Genau, ja, das ist dann das Stück, was wir schon kennen. Von der, was war denn das für eine Route? War das die Zweier, die Dreier? So eine ganz kurze war das nur. Ja, in dem anderen Video war schöneres Wetter, da war blauer Himmel. Heute etwas diesig. Ja, hier ist die Steinplatte rechts. Die alten Villen neben neuen. Hier Steinplatte. Ja, wir fahren hier runter und kommen dann in Ellenstegen an der Straßenbahnhaltestelle raus, was das Endziel bedeutet. Also das hier oben ist kein Radweg. Sie sehen mich nicht, Sie hören mich nicht. Gucken wir erst, wenn ich schon da bin. Ne, das ist nur ein Fußweg, aber auch kein Radwegschild. Aber hier ist ja nichts, da kann man runterballern. Ist das eigentlich eine Einbahnstraße oder kommt hier auch einer entgegen? Ich weiß gar nicht. Ist das für beide Richtungen? Mal gucken hier unten. Ja, Einbahnstraße. Kannst du also runter donnern, kommt dir nichts entgegen. Aber mir sind schon die Autos auch in den Einbahnstraßen entgegengekommen. Also schrecken vor nichts zurück, man muss mit allem rechnen. So, ja, sind wir hier wieder. So schließen sich die Kreise. Ellenstegenstraße hier. Vorne ist schon die Straßenbahn gekommen. In die hocke ich mich jetzt vor ein. Ach so, da hätte man hier wieder drücken müssen. Na gut. Also. Ja gut, das kennt ihr ja schon hier vorne. Dann würde ich sagen, war es das hier von dem Video. Radroute Nummer 14, die vorletzte, eine noch, dann seid ihr erlöst. Und ich auch, vor allem ich. Mal wirklich den Handschuh weg tun, dass ich die Kamera greifen kann. In der Hoffnung, dass er nicht wieder runterfällt. Nimmt es noch auf? Ja. Ja, eine halbe Stunde hat es gedauert. Hier ist die Endhaltestelle. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der Radroute Nummer 15. Ich werde jetzt gleich mal abfahren. Und Moment, einmal noch hier über die Schienen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Abonniert hier, like, kommentiert. Und auch bei TikTok, Instagram und Strava Komoot. Hier ist der Fratelli. Gibt es gute Pizza, die ich noch nie probiert habe. Und ja, danke fürs Zusehen, danke an meine Kanalmitglieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.